Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer 45-Plus-Mission vom Ufer. Vergiss es, dass du hier den Köder rauswirfst. 100% Barsch, guck. Ja. Die Bedingungen sind alles andere als gut hier. Wir brauchen einen dicken. Fisch on! Oh nein, jetzt hängt er an der Kante, glaube ich. Ich habe erst gedacht, ein richtig großer Barsch. Weg die Vorsicht. Fisch! Ah. Ja, das ist geil. Yeah, they go really crazy. Genitalherpes drin. Was ganz Neues für mich. Wir haben heute ein bisschen mehr Zuversicht als gestern, weil wir bessere Spots hoffentlich anfahren. Wir werden sehen, ob das wirklich klappt. Ihr seid dabei, Mission 45 Plus vom Ufer. Du fängst an, ein bisschen Powerfishing, ne? Auf geht's. Ich mach's ein bisschen ruhiger. Und Becky, auch Auch Powerfishing. Chatterbait, Powerfishing. Ja, wir teilen uns ein bisschen auf, weil wir parallel auch trainieren. Einfach mal gucken, was am besten geht. Wenn die Jungs fangen, wechsle ich. Wenn ich fange, wechseln die wahrscheinlich. Seid dabei, los geht's! Ich bin besonders gespannt, weil der Buddy hat in den ersten 5 Würfen einen Fisch prophezeit. Ich hoffe, er hat recht. Wir werden es mal sehen. Du hast das optimale Schuhwerk an für hier. Normalerweise bin ich der immer das falsche Schuhwerk anhat. Es ist unglaublich windig. Ich habe keine Ahnung, was mit Buddy nicht in Ordnung ist. Der steht in kurzer Hose und Flipflops hier. Mir ist selbst mit dem Vlies hier kalt. Aber ich hoffe, dass wir trotz dieser schwierigen Bedingungen jetzt hier an dem Spot gleich was fangen können. Weil es sieht schon sehr geil aus hier. Ich fange jetzt hier an mit einem Bladed Jig und einem Needle als Trailer. Einfach um schnell hier die Wasserfläche abzusuchen. Dann springen wir hier von Stelle zu Stelle, um halt die aktiven Barsche zu suchen. Ich kenne den Spot ja. Also der kann funktionieren, glaube ich, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so die 100%ige safe Bank, wie er das behauptet. Glaube ich. Vielleicht liege ich auch total falsch. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass er recht hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil hier extrem wenig Wasser ist, wollte ich einmal kurz die Tide checken. Und wir haben jetzt gerade auflaufendes Wasser. Das heißt, aus irgendeinem Grund ist hier gerade extrem wenig Wasser drin, obwohl wir fast auf Peak sind, was die Flut angeht. Vielleicht müssen wir mal an die anderen Buhnen gehen, da ist ein bisschen tiefer. Müssen wir gleich mal gucken. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Den geilen Ufertag hatten wir schon lange nicht mehr, gell? So, nächster Spot. Also nicht wirklich nächster Spot, nur eine Buhne weiter. Bedingungen ähnlich, aber manchmal kann das helfen. Gucken wir mal. Sebastian, ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Wie war das mit den 5 Würfen nochmal? Ja, hat nicht ganz so hingehauen. Schade, ich hätte es geil gefunden, hätte es hingehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss im Turnier so laufen. Ja, ich sag's ja immer wieder. Generalprobe scheiße, Turnier Geil. ja, deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass wir so gut gefangen haben die ersten beiden Tage. Das ist hier schon Schwerstarbeit, gegen diesen Wind zu werfen. Besonders weit raus komme ich selbst mit der Spinning nicht. Da bewundere ich ja Buddy, dass der hier mit der Casting gegen diesen Wind irgendwie da rauskommt. Dustin versucht jetzt mal mit beiden Händen zu können, aber das sieht noch ein bisschen motorisch unterentwickelt aus. Rechtshandkurbel, das ist ganz Neues für mich. Hast du darauf schon gefangen? Also auf dem Bait, nein. Dann hatte ich einen Biss. Ja, 100% Barsch, guck. Ja. Da und Ja. auf der anderen Seite auch. Da. Ja. Ja. Schade. Ich versuche jetzt genauso wie Dustin mal in dem ruhigen Bereich. Ich bin eine Buhne weitergegangen und versuche jetzt mal hier den ruhigen Bereich mit dem Chatterbait abzufischen. Eigentlich habe ich gedacht, dass die Fische eher draußen stehen, aber der Biss von Dustin gibt ein bisschen Hoffnung, dass die vielleicht hier reinziehen. Hier ist es sehr, sehr flach, aber das soll ja nichts heißen. Fisch an! Becky hat Fisch. Richtig dicker Bass! Leute, ich glaube, wir haben unsere Mission geschafft. Was ist das für ein Monsterbass? Ich bin hier gerade ans andere Ende von der Buhle gelaufen, habe genau wie der Dustin ins ruhige Wasser geworfen und da kommt dieses Monster. Oh, ich habe schon lange keinen großen Barsch mehr in der Hand gehalten, aber er fühlt sich irgendwie an wie ein Fufi. Boah, krass. Mission erfüllt, Becky. Dustin, 45? safe. Aber sowas von Jawohl. auf dem Chatterbait. Ja, hatte ich auch gerade ein bisschen ruhigen, aber und natürlich
Mein Lieblings-Predator 1001. Das sind, vielleicht verschätze ich mich, aber der könnte nah an einem 50 dran sein. Ja, also 45 hat er auf jeden Fall. 48? Jawohl, Becky! Auf jeden Fall Mission erreicht. Schau dir diesen schönen Fisch an. Geil. Vor allem gute Erkenntnis auch für die Perch Pro. Mega geil. Die stehen auch im ganz Flachen. Ich habe es vorhin noch gesagt. Geil. Der Kollege darf gleich wieder zurück. Und wir hauen hier ab, weil wir wissen, hier ist Fisch, hier kann man herkommen, weitersuchen. Was ein schöner Fisch. Für mich der erste Großbarsch in dieser Holland-Saison. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er dran. Oh, umdrehen in die andere Richtung und weg ist er. Tut gut, nach langer Zeit mal wieder so einen schönen Fisch in der Hand zu halten. Yes! Das Spot hat funktioniert, nicht auf dem 5. Wurf, aber Becky hat es bewiesen, dass es Fische hier gibt. Ja, vielleicht eine Möglichkeit fürs Turnier. Aber ich denke, wir fahren jetzt erstmal an eine andere Stelle und probieren dann da auch nochmal, ob wir vielleicht noch Plan B, C, D dann für die Perch Pro haben. Sehr gut gemacht. Ich hasse dieses Rumgekraxel hier auf diesen Steinen. Irgendwann bricht man sich da nochmal die Haxen. Ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Muss man schon aufpassen, wo man hintritt. So, wir haben zwischen unserem Spotwechsel gerade noch einen Spot zufällig gesehen, den wir jetzt mal ganz kurz abchecken. Ich bin hyped, Alter. Ich glaube, wir fangen hier unter der Struktur fangen wir was. Ja. Oh. Oh. Einfach hier rein, bitte. Genitalherpescreme. Richtig, mach rein. Was machst du denn? Nein, gegen Genitalherpes, wenn das draufsteht. Macht Sinn. Was ist das für eine Frage? Studiert hast du nicht, Becky? Los geht's! Ich fange an, erstmal Carolina Reaper, hier unter der Struktur angeln. Ich mal lieber nach hier. Jetzt 3 Stunden, bis man den ersten Wurf macht. Absolute Geheimwaffe. Blade Runner. Vergisst man immer wieder, muss man immer wieder mal dranhängen. Führt dann meistens schnell zum Barsch. Ich habe jetzt einen Fire Tiger gewählt, weil das Wasser echt sehr trüb ist und vielleicht fällt der ein bisschen besser auf. Und dann fange ich mal auf der anderen Seite an. Jetzt kriege ich wieder Ärger vom Dustin, wenn ich nicht direkt neben ihn stehe. Fisch! Nicht riesig, aber Catcher bei euch. Danke dir. Oh ja, ein 30er, oder? 32 würde ich ihn schätzen. Auf jeden Fall ein schöner Fisch. Oh, da hängt der Raven noch. Ich den mal an. Ein Beauty. Aber ich bin ganz happy, ey. Fische sind aktiv, beißen gut. Schnell zurück. Normalerweise kann man die schon mal ein bisschen werfen. Gibt es gleich so einen Fluchtimpuls. Aber das ist mir hier zu hoch. Keine Lust, dass da irgendwie dem Fisch was passiert. Andersrum, Brudi. Cool. Ein bisschen Action. So kann es weitergehen. Carolina Reaper Schokolade funktioniert ganz gut. Das hat einen kleinen gefangen und ich habe hier was ganz Großes an der Leine. Aber leider kein Fisch. Eine Reuse. Krass. Auch nur ein Stück von der Reuse. Das Ding nehmen wir mit und entsorgen wir. Das hat nichts im Wasser zu suchen. Ja, wie vermutet, hier unter der Struktur im Schatten stehen schon ein paar Barsche. Ich glaube, die wir jetzt haben, alle nicht relevant für einen Wettkampf. Aber macht ja Spaß. Die Bisse Carolina Rig sind immer geil. Wir müssen jetzt nur noch die großen finden. Klar, ein Spot, wo wir große auf jeden Fall kriegen können, haben wir heute Morgen gesehen. Hat Becky schon einen rausgezimmert, aber ein Spot ist ein bisschen wenig fürs Uferangeln. Ich habe jetzt gerade eben nochmal den Köder gewechselt. Auch wieder auf den Blade Runner, aber diesmal ein Prototyp. Wir sind gerade an ein paar neuen Prototypen für den Blade Runner dran. Zeige ich euch jetzt noch nicht ganz genau. Vielleicht verändert sich noch was. Weil ich glaube, ich kann hier mit dem Chickspinner irgendwo einen rauszuppeln. Chickspinner ist immer für einen Barsch gut. Ja, Dustin hatte ja jetzt gerade schon einen Fisch. Es sieht auf jeden Fall mega geil aus hier. Wenn Barsche lieben Strukturen und arg viel mehr Struktur kannst du nicht haben wie in dem Spot. Ich glaube schon, dass hier dicke Barsche herumstehen. Fisch an. Ja. Ich habe hier gerade mit Dustin rumgealbert. Habe gar nicht richtig konzentriert geangelt. Das könnte ein richtig guter Barsch. Ne, ist ein Hecht. Ist ein Hecht, aber
Kein Problem, ich habe natürlich ein kleines Stroft-Niti vorgeschalten. Von daher habe ich jetzt keine Angst. Der hat sich den Nettköder geholt. Sauber, Becky. Vielen lieben Dank fürs Cashern, Buddy. Gerne. Warte mal, ich hole mir den ganz schnell hier raus. So, Buddy hatten wir gelöst. Kleiner Hecht hier. Ich habe erst gedacht, ein richtig großer Barsch. Aber egal. Der Kleine darf gleich wieder zurück. Buddy, leg ihn dir wieder in den Kescher. Jo. Jetzt darf er ab im Aufzug wieder nach unten. Und weg ist er. Jawohl, sauber, Becky. Vielen lieben Dank. Ich nehme hier mal ein bisschen das Wasser zum Händewaschen. Die kleinen Hechte, die fühlen sich immer an wie dicke Barsche. Ne? Ja, der hat richtig so richtig dicke Kopfschläge gegeben. Aber egal. Gerade eben sind Bart und Jos auch noch angekommen. Die begleiten uns jetzt auch ein bisschen. Die helfen uns, die dicken Barsche zu suchen, weil die zwei kennen sich richtig gut aus. So, Becky hat jetzt ja gerade den kleinen Hecht auf dem Netrig. Ich fische jetzt hier auch gerade einen Creature am Tip-Up-Jig. Das ist im Endeffekt ein Jigkopf, der immer so steht unter Wasser. Und dadurch sind die Klauen der Krebse oder des Creatures jetzt hier immer in so einer Defensivposition, was die Barsche richtig geil finden, weil die denken, das ist dann Beute, die aktiv sich versucht zu wehren und richtig geile Jigköpfe. 2 Fische gefangen, aber ich glaube, das reicht jetzt. Wir gehen zum nächsten Spot. Wir brauchen die dicken. Na, das ist noch nicht groß genug, was wir hier gekriegt haben. Nächster Spot. Müssen wir erstmal eine Möglichkeit finden, wo wir hier runter ins Wasser kommen, weil hier ist alles ganz schön zugewachsen. Aber das sieht hier schon mal gut aus. Nah an der Brücke, bisschen Struktur, bisschen Schatten. Vielleicht lauert hier ein Barsch. Oh, ich mich schon gewundert, warum Bart uns überholt hat, ohne was zu sagen. Klar, er wollte erst am Spot sein. Hat er geschafft. Ja, der Buddy, der hat einen Vorteil mit seinem Sommeroutfit. Der hat nur Badelatschen an und eine Badehose. Da kann der einfach jetzt hier durchs Wasser warten, vor auf die Steinpackung. Da hat er echt einen Vorteil. Ich hoffe, das bringt ihm einen Barsch. Ja, das Strike. Schade. I was small. Small. Now it's big. Yeah, that's really big. Catcher! 100% perch. Not really big, but nice. Ah, das ist auch ein schöner Fisch schon. Carolina Rig. Ist okay, Becky. Kein schlechter Fisch. Ich denke so 38, 40. Für die Competition auf jeden Fall vom Ufer und die Top 5, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, 38, so wie ich gesagt habe. Schöner Fisch. Und der darf gleich wegschwimmen, oder, Becky? Ja. Ich dachte am Anfang wirklich, der ist größer. We're yet again in the spot. Hoping to catch some perch, I guess. The rest is trying 3 rigs. Carolina rig, Dustin just caught one. And bite as well. Try something different. Crankbait again. Should work in summer, even though finesse was the style to go for the past week. Not bad to try something different. Let's go. Yeah, as you can see on my rod tip right now, the crankbait is deflecting off the rocks. It goes every direction, and especially sometimes this will trigger a perch to bite, or pike or zander or anything that lies in the shallow areas over here. A little bit of problem with grass, but sometimes if you just yank it through the grass, they will grab it. Ja, fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Ich fische jetzt hier gerade einen Skirted Jig mit einem Creature dran. Und da sind richtig viele Steine und Muscheln. Eigentlich genau das, was du brauchst, um Barsche zu finden. Man angelt wirklich hart in der Struktur. Das ist gut für die Fische, aber natürlich fürs Material nur bedingt gut. Erstens kriegt man Hänger, zweitens an den scharfen Muscheln kann sich die Schnur aufrauen. Wie man sieht, meine Schnur ist hier total aufgeraut schon. Deshalb muss man immer mal testen. Und wenn man zu große Cuts drin hat, dann sollte man einfach das Vorfach ein bisschen einkürzen. Bei mir sieht es aber noch ganz gut aus. Und da Mr. Tinder. Ah ne, ist er geil. Doch? Was macht er? Ja, lauter so abgespacede Japan-Köder. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Das sind alles irgendwelche limitierten Sachen, die teilweise echt teuer sind. Schon cool. Guckt sich Köder an, weil Jos importiert Köder aus Japan, also direkt aus Japan, die er dann auf seiner Website verkauft. Alte Köder, neue Köder, gebrauchte, Megabass, ganz viele verschiedene Sachen. Uit Japan heißt die Website.
packen wir nochmal in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Vor allem auch wenn junge Leute so Bock haben auf Japan-Köder. Die gibt es auch teilweise gebraucht für weniger Geld. Also guckt mal vorbei, Videobeschreibung. Da findet ihr bestimmt auch was für euch. Vor allem wenn man so in den Japan-Markt einsteigen will, ist das, glaube ich, eine gute Geschichte. So, jetzt geht's zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Wir machen Pause und essen was. Dustin hat anscheinend auch Hunger, der rennt vor. Buddy, du auch? Es wird gleich richtig gutes Essen geben mit Sicherheit. Ja, richtig gutes Essen. Diverse Frikandele, Variationen und Pommes. Spezial. Boah, Hammer. Rein. Leute, wir dürfen euch leider nicht mit reinnehmen. Wir haben die nette Dame gerade gefragt, ob wir filmen dürfen, wollte sie aber nicht. Deshalb sehen wir uns gleich mit vollem Magen wieder, entweder vor dem Restaurant oder direkt am Wasser. Nach einem langen Marsch sind wir endlich am Spot angekommen. Die Frikandel liegt mir noch ganz schön im Magen. Genau an der Stelle habe ich bei meinem allerersten Dreh mit Dustin, also Dustin konnte hier einen Riesenfisch fangen und ich auf der anderen Seite. Das ist jetzt schon wieder 2,5 Jahre her. Ja, also schöne Erinnerung, ey. Hoffentlich klappt das heute auch wieder. Wir sind jetzt wieder am Fluss und fischen hier so Steinpackungen entlang. Ich fische wieder mit einer Craw, beziehungsweise mit einem Creature und einem Skirtle Jig. Dustin mit einem C-Rig. Ja, vorbei. Ich habe mal mit einem C-Rig gefischt. Es ist aber halt echt viel Struktur im Wasser und vom Ufer immer sehr, sehr schwierig, dann die Hänger auch wieder rauszukriegen. Ja, der Spot ist hier super. Die Fische jetzt gerade aktiv sind, ist die andere Frage. Scheint nicht so zu sein, weil 4, 5 Leute am Angeln, noch kein Biss. Kein gutes Zeichen. Allerdings fische ich jetzt auch nicht das, was ich eigentlich fischen würde, weil ich abgerissen habe. Aber egal, gucken wir mal. Fisch on! Großer? Ja, weiß ich noch nicht. Sieht groß aus. War ein schöner Barsch. Leute, jetzt ist mir gerade hier wieder einer eingestiegen, der ist richtig kampfakt. Der nimmt sogar Schnur. Oh nein, jetzt hängt er an der Kante, glaube ich. Geht er? Boah, Buddy! Sauber, Becky. Oh, geil! Danke, Buddy, fürs Landen. Das könnte ein Puffi sein. Jo, Das könnte ein Puffi sein. der ist big. Thema festes Schuhwerk hier. Einfach schnell ins Wasser und Barsch catchern. Sauber, Becky. Buddy, lassen wir uns kurz messen. Nee, ist kein Puffi. Oh, ich hätte den viel größer geschätzt. 47. 47 in Anführungsstrichen nur, aber er sieht riesig aus. Wahnsinnsfisch, mega. Traumhaft. Schaut euch diesen schönen Barsch an. Genau solche Dinger brauchen Buddy und Dustin im Turnier. Wie groß ist er denn? Geiler Fisch. 47! Geil. Boah, so lange hat es nicht mit einem großen Barsch für mich geklappt und jetzt gleich 2 solche Traumfische an einem Tag. Buddy, unser erster gemeinsamer Angeltag. Ja, und du glaub ich, noch räumst nie so richtig ab. gemeinsam geangelt. Du bringst Glück. Mega geil, ey. Wahnsinn. Was für ein wunderschöner Fisch. Komm, geh zurück in dein Element. Endlich mal wieder ein Ufertag, an dem es ganz gut läuft für mich. Ja, Buddy, ich habe auch eigentlich sehr uneffektiv geangelt, weil ich habe gesehen, ihr habt ganze Zeit Hänger gehabt. Und ich hatte keinen Bock, mein Chatterbait und mein Niti abzureißen. Deshalb habe ich ausgeworfen, habe immer auf der Stelle eingekurbelt, also eigentlich in der oberen Wasserschicht. Und gar nicht so grundnah, aber hat trotzdem funktioniert. Ja, vielleicht waren die Fische einfach jetzt ein bisschen aktiver, standen nicht passiv am Boden und wer fängt, hat recht, hat gut funktioniert. Mega. Weitermachen. Super Fisch von Becky. Gutes Zeichen, dass man hier im Turnier hergehen sollte. Und natürlich für unsere Mission 45 plus. Gut, den hat er vorher schon geknackt. Jetzt nochmal. Haben wir geschafft vom Ufer, bin ich happy. Eigentlich können wir die Mission jetzt noch erhöhen und sagen Mission 50 plus. Wäre ein bisschen vermessen fast, oder? Ja, ich meine, die Chance besteht auf jeden Fall. Ja, also Fuffis habe ich hier schon drin gefangen. Wer den YPC Boat 2022 geguckt hat, weiß, dass hier 50er drin sind. Fisch. Nee, kein Kescher ist klein. Witzig. So, aber Creature am Grund wollen sie anscheinend auch. Das war Auto-Release, nicht geschafft, dem Flow jetzt den Barsch zu zeigen, aber der war auch nicht groß. 25 vielleicht.
Deswegen nicht so schlimm. Aber man sieht heute, alle Großen kamen auf Power Fishing, alle Kleinen auf Finesse. Ist noch zu wenig Fischaktivität, um jetzt sagen zu können, dass das die Regel heute ist, aber ist schon mal eine Tendenz, ne? Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Spotwechsel, nochmal was anderes ausprobieren. Ja, weil hier wissen wir ja, die Fische sind da, ne? Genau. Ist auch eine Stelle, wo wir mit Crossen so immer gut gefangen haben. Dann müssen wir nur wieder mit dem Auto über die Brücke fahren. Okay, lass uns das probieren. Okay, we know fish is here. Zwischen den Booten könnte auch was stehen, ne? Aber es ist wirklich so trüb hier drin. Angekommen am letzten Spot, Dustin holt sich gerade noch ein paar Craws und dann geht's auch direkt ans Wasser. Pack auf meinen Rucksack. Meine Tasche, meine ich. Warum hast du die jetzt mitgenommen? Hast du gedacht? Das war die du abgelassen hattest. Ja, aber Ich habe einfach alles mit rausgenommen. Brauchst du die Casting auch nicht? doch. Das dauert ja auch wieder ewig, ne? Dankeschön. Hier siehst du richtig, wie das trübe Wasser rauskommt. Siehst du die Kante? Ja. Aber hier drin, so in der Corner, sieht der eigentlich auch barschig aus. Boah, vergiss es, dass du hier den Köder rauswirfst. So, die Bedingungen sind alles andere als gut hier am letzten Spot, wo wir hinwerfen wollten. Kann man eigentlich nicht so richtig gut angeln. Deswegen werfen wir hier so in die Hafeneinfahrtsöffnung. Mal gucken, ob hier was geht. Ecki, du hast mich überworfen. Habe ich dich überworfen? Ja, ist nicht so schlimm, glaube ich. Geiler Spot. Danke, Buddy. Danke, Buddy. Du hast ja selber keine Ideen mehr gehabt. Und jetzt suchen die beiden wieder entschuldigen. So geht das schon die ganze Zeit. Das ist echt super anstrengend mit denen. Perch, er hat einen. I'm catching perch on top water in 30 kilometers winds. They're hunting here on the surface in the topwater? corner. Yeah, they're hunting on the surface over here. Big ones as well? Yeah, there's some mid-30s in there. There should be bigger ones as well. Yeah, they go really crazy. You should see it. Topwater? Yeah. But just smallies, right? Getting bigger. Ja, leider nicht die Größe, die wir brauchen, aber ein bisschen Action. Vielleicht sind da noch größere da. Probieren wir auf dem Boden jetzt mit einem Craw. Besser? Better one? Nah, same size. Ja, der Joris fängt da gerade einen Barsch nach dem anderen Topwater. Da ist leider nur Platz für 2 Angler. Deshalb habe ich mir jetzt mal eine kurze Pause gegönnt hier, kurz vor Feierabend. Und schau den beiden mal ein bisschen zu. Hast du einen Reaper da? Jo. Reaper Action. Mal gucken, ob vielleicht ein großer Barschuss dabei ist. I heard someone saying, don't stop if they are chasing your topwater lure. But not sure if this is right. You cast it over him. Yeah, as always. Die Jungs da unten machen nur Chaos. Auf dem Spot, wo eigentlich 2 Angler Platz haben, angeln 4. Und das führt zu einer Verhedderung nach der anderen. Da habe ich keinen Bock drauf. Genehmige mir ein Päuschen. Buddy gesellt sich auch zu mir. Oh, bei dem schönen Wetter hier im Windschatten Das kann man einfach mal eine Runde dösen. So, und zwar beenden wir diese Episode mit einem richtigen Löwen. Wunderschöner Fisch. Er wird mal ein großer. Auf dem Reaper. Hast dich ein bisschen übernommen, mein Großer, aber ist okay. So. Und da ist er schon ins Wasser, der kleine Mann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vecchi hat es heute gerissen, er hat die Mission erfüllt. Liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. In die Videobeschreibung gucken, da seht ihr alle Leute, die dabei waren. Und wir sehen uns nächsten Sonntag oder nächsten Sonntag. Haut rein, ciao.